Also ich habe zum Beispiel mit meinem Bruder letztens drüber geredet, dass wir das hier machen. Und er war der Meinung, er müsste jetzt hier nicht reinhüpfen. Also ihm war das immer noch suspekt. Also ich bade hier eigentlich gar nicht. Und das einzige und letzte Mal, dass ich hier durchgeschwommen bin durch die Elbe, war ca. 1976 mit dem Schulkameraden damals. Klamotten ausgezogen, zum Bündel gemacht und versucht mit einer Hand über den Kopf, also völlig naiv, was gar nicht ging, weil die Strömung natürlich, sieht man nicht so, aber ist natürlich brachial. Jedenfalls war natürlich alles nass und wir sind dann in Badehosen heimgelaufen, Klamotten so in der Hand und es hat gestunken wie die Pest. Ey. Also das war wirklich ein Dreckstümpel, muss man einfach sagen. Und es hat uns natürlich niemand geglaubt, dass wir das gemacht haben, weil so verrückt konnte man wirklich nicht sein. Also man kann es nicht beschreiben, es war einfach ein dreckiger, ekliger Fluss. Man fährt rüber, man kriegt es nicht mit, dass da Wasser ist. Und das war natürlich mein erster Ansatz, das sichtbar zu machen, was da drunter stattfindet. Und da war meine Idee war schon, das Wasser nach oben zu holen, ich wusste nur nicht wie. Und wieder in der Auftraggeber im Bezirk Neukölln und die Stadtplanungsamt hier von Berlin, wie die auf mich zukamen und fragte, ja, was können Sie denn, was kann man sich dann da vorstellen, was können Sie da machen? Da habe ich die Frage mal zurückgestellt, habe gesagt, was würde sie machen, wenn keine Kunst kommt? Ja, dann würden wir Poller raufsetzen, haben wir gesagt. So Verkehrspoller, dass keine Autos mehr aufparken können. Und ich sage, wie viel? Ja, 20, sagt er. Ich sage, na gut, dann machen wir da 500 drauf. So ganz einfach mal so als Flachs. Und da war auch schon eine Idee geboren. Nicht? Auf den Augenblick fiel mir ein, klar, das werde ich mache eine Welle aus Verkehrspoller und die werde dann bemalt mit Farbe, also bis Wasser ist, ob da eine Wasserwelle rüberschwappt. Haben Sie schon mal in der Spree gebadet? Nein. Ich bin vor 10 Jahren ungefähr erst hergezogen und die haben mir alle abgeraten, da drinnen überhaupt zu baden. Das Verhältnis zum Wasser ist zumindest in der Stadt abstrakt. Man hat nicht mehr die Quelle, aus der man schöpft, man hat den Wasserhahn, den man aufdreht. Man hat nicht irgendwie sichtbar, wo das Abwasser hingeht. Wasser hat immer eine Anziehungskraft und wenn man dann da an so einem Fluss ist und man darf eigentlich nicht rein, dann ist das schon ein schlechtes Gefühl. Also entstanden ist das Ganze bei mir dadurch, dass ich sehr oft in der Schweiz war und da bin ich in die Flüsse reingehopst zum Schwimmen. Und ich saß dann irgendwann mal vor der Spree und habe mich über den Zustand des Gewässers gewundert. Die Spree ist ja nicht sauber, also nicht so sauber, dass man drin baden kann. Und der erste Gedanke war eigentlich, dass es doch ganz toll wäre für die Berliner, wenn man im Fluss baden könnte. Und da spielt natürlich auch das Thema Umweltschutz eine Rolle. Also es beschäftigt mich sehr, wie ist eigentlich der Umgang des Menschen mit der Natur,
müssen wir jetzt unbedingt alles zerstören? Muss es so sein oder ist es auch möglich, dass es eine friedliche Koexistenz gibt? Die Anlage findet jetzt ihren Einsatz zur Reduzierung der Einleitung aus der Mischkanalisation. Diese Mischkanalisation gibt es weltweit in ganz vielen Städten, Paris, London, New York, Budapest, und überall gibt es das gleiche Problem, und zwar, wenn es ganz stark regnet, dann ist das Volumen der Kanalisation zu klein bemessen und diese anfallenden Abwassermengen, also es handelt sich um unbehandeltes Abwasser, müssen abgeleitet werden. Damit das Abwasser nicht aus den Gullis rauskommt, wird es dann in die Flüsse eingeleitet. Und in Berlin werden pro Jahr eben immer noch 5 Milliarden Liter ungeklärtes Abwasser in die Spree und in die Kanäle eingeleitet. Wenn jetzt diese Starkregenereignisse einsetzen, dann kommt das Abwasser angeschossen und fließt nicht wie sonst in die Spree, sondern fließt in dieses unterirdische Speichersystem, wird dort zwischengespeichert, in der Regel über einen Zeitraum von 6 Stunden. Und wenn dann die Kanalisation wieder frei ist, wird es aus diesem Modulsystem zurückgepumpt in die Kanalisation und kommt von dort zum Klärwerk. Die Rohrsohle ist auch ungefähr auf der Höhe der Flusssohle, das heißt, wir sind 3 Meter unter Wasser. Die Berliner Wasserbetriebe nennen ja die Anlage das U-Boot. Wir befinden uns jetzt hier in einem der Stränge. Die Stränge sind 50 Meter lang. Ein so ein Strang kann ungefähr 170 oder 160 Kubikmeter Abwasser speichern. Die Anlage hat mehrere Vorteile. Zum ersten ist das System jetzt fertig entwickelt. Das heißt, für einen zukünftigen Anwender, für eine Kommune, die so eine Anlage haben will, entfallen im Prinzip die kompletten Planungen. Man muss das System nur noch anpassen an den Ort. Als zweites ist die Bauzeit wesentlich kürzer. Die verringert sich von 2 Jahren im Gegensatz zu konventionellen Regenüberlaufbecken auf 1 Jahr. Also beim nächsten Projekt streben wir eine noch kürzere Bauzeit an. Und die Kosten sind wesentlich geringer. Das heißt, wir liegen 20% unter den Kosten von Betonbecken. Und das Ganze hat natürlich noch einen ganz tollen Add-on. Das heißt, es sind ja richtig schöne Inseln, die man nutzen kann, die man dafür nutzen kann, um die städtebauliche Entwicklung in die Richtung, in die man es gerne hat, voranzutreiben. Dabei kann man sich alles vorstellen. Es können Plattformen sein, auf denen man einfach seine Liegestühle aufstellt. Es können neue Vereinsheime sein für Bootsclubs. Man kann Cafés darauf errichten, aber auch einfach nur eine schöne Gartenanlage. Was war hier geplant? Ja, hier war eigentlich ein Pavillon geplant, ein Solarbootverleih und eben auch Flächen zum Sitzen. Es ist uns untersagt worden vertraglich und wir werden jetzt dafür weiterkämpfen, dass die Plattform zumindest erstmal durch die Öffentlichkeit betreten werden kann. Es gibt an der Fischerinsel bei uns im historischen Hafen einen Mann, den sehe ich seit 2, 3 Jahren regelmäßig bei uns direkt bei der Kastanie ins Wasser einsteigen und der zieht dort seine Kreise. Also das heißt, der schwimmt eine halbe Stunde lang, meistens Rückenkraut. Vor, zurück, vor, zurück. 1803 war das Welpersche Badeschiff das erste in Paris schon um 1700. Also Berlin ist da wirklich ein absoluter Nachzügler. Das war ein sehr luxuriös ausgestattetes Bad für natürlich die Reichen, die dort Wannenbäder genommen haben. Aber, und das Interessante ist,
Auf der untersten Etage sozusagen lag dieses Schiff ja auf dem Wasser und da gab es die Möglichkeit für die Armen, die auch nichts bezahlen mussten, da ein Bad zu nehmen und das dann tatsächlich in der kalten Spree. Also wenn man da auch sich anguckt, wie die Schichten sozusagen unterschiedlich bedient wurden. Das Spannende ist, dass dann eigentlich so der nächste wichtige Sprung die Pfuhlsche Badeanstalt ist, von General Pfuhl an der Oberbaumbrücke. Und da ging es tatsächlich ums Schwimmen, denn das Schwimmen war verboten und zwar verpönt. Und dieser General hat es für das Militär eingeführt, weil er gesagt hat, es ist eine lebensrettende Kunst und die muss man als Soldat können. Und deswegen hat er es durchgesetzt, dass die Männer, zuerst nur das Militär, dann auch die Männer, dort schwimmen lernen konnten. Und dann ging es eigentlich relativ rasant, dass über den Aspekt der Hygiene und der Körperertüchtigung auch ganz schnell das Vergnügen mit ins Spiel kam. Und ich denke, ein absoluter Höhepunkt wird die Badeanstalt an der Lohmühleninsel gewesen sein, die heißt das Sächsische Wellenbad, denn da war ein mit Elektrizität betriebenes Wellenbad und der Mann hat sich dann auch so tolle Sachen ausgedacht wie das Lichttauchen, das waren also wasserfeste Lampen, die man sich um die Stirn gebunden hat und dann wurde in die Spree getaucht und man konnte sich gegenseitig anblinken. Und ich denke, diese 3 Aspekte, also die Hygiene, das Schwimmen, die Leibesertüchtigung und dann vor allem auch dieser Vergnügungsaspekt, bringt es eigentlich auf den Punkt. Auch wenn man heute und hier ins Jetzt wieder auf die Frage nach, ist Schwimmen im Fluss eigentlich attraktiv, guckt. Der eigentliche Schwimmbereich, das ist dann das Herz des Projektes, besteht schlussendlich zwischen Außenministerium und Bodemuseum. Das hat eine Länge von ungefähr 750 Meter. Als wir den Kupfergraben als innerstädtische Brache entdeckt haben, weil er seit über 100 Jahren nicht genutzt wird und da eigentlich nur rumgammelt, mehr oder weniger. Deswegen ist ja diese Chance eigentlich mit dem Kupfergraben tatsächlich einmalig, weil wir dort, weil dieser ganze Arm schlussendlich als Potenzial brach liegt, die Reinigung dort in diesem Arm mit übernehmen können, auf natürliche Art und Weise, eben durch den Einbau einer Pflanzenkläranlage. Damals war der Ausgangspunkt ja, dass wir gemerkt haben, obwohl Berlin so viel Wasser hat und obwohl Berlin ganz viele Brücken hat und so weiter, wird es ja nicht wahrgenommen als eine Stadt am Wasser oder mit ganz viel Wasser. Und das hat sich jetzt aber in der Zeit schon stark geändert. Also das sieht man ja auch an den innerstädtischen Entwicklungen. Das heißt, es gibt immer mehr Strandbars und Dinge, die halt am Wasser stattfinden. Das heißt, Fluss wird auf einmal wieder als ein Stück Lebensqualität und als eine wichtige städtische Ressource begriffen. Aber das war ja ganz lange Zeit nicht so und im Zentrum ist es ja eigentlich immer noch nicht so. Also auch wenn es dort Pläne gibt, dass man jetzt ganz lange an der Spree entlang laufen kann, ist es halt immer nur an der Spree sein, ist es halt nie eigentlich in der Spree sein. Man kommt in den Fluss ja nicht rein und das liegt natürlich auch daran, dass er verschmutzt ist und dass er zum Baden heute nicht taugt. Also ich würde hier nicht baden gehen. Ich würde gar nicht auf die Idee kommen. Wirst du hier baden gehen wollen? Na, wenn es hier sauberes Wasser wäre, vielleicht. Ich kann mich noch erinnern, dass vor 10, 15 Jahren sind im Sommer wahnsinnig viele Leute einfach so ohne T-Shirt hier vorne im Lustgarten rumgelegen. Wenn sie da jetzt hingehen im Sommer, da finden sie keinen mehr. Also das meiste waren auch noch Berliner. Das findet man eigentlich nicht mehr. Könnte man positiv sagen, die älteren Leute würden sagen, ja, die Leute benehmen sich wieder im Zentrum, ja. Negativ könnte man sagen, naja, also wäre doch ganz schön, wenn man sich hier eigentlich auch sonnen könnte. Es gibt Leute, die begeistern sich für die Vision und dann gibt es aber auch Leute aus der Fraktion, die halt eher das Bild haben, die Museumsinsel ist so das Herz des Bildungsbürgertums im Zentrum von Berlin und die stören sich an der Vorstellung, dass dann eben parallel dazu so etwas Profanes passieren könnte, wie Menschen, die halt im Fluss schwimmen können.
müssen wir jetzt nochmal 13 Jahre lang warten, bis sich jemand entscheiden kann, dazu einen Planungsauftrag daraus zu machen, weil man das eine tolle Vision für die Stadt findet oder nicht? Oder versuchen wir nicht eher umgekehrt zu sagen, mit vielen kleinen Spenden können wir schlussendlich diese Vorarbeiten jetzt auch leisten und das Projekt einen großen Schritt weiter Richtung Realisierung tragen? Ich denke, es sind dann letzten Endes solche Ideen, so sie sich denn umsetzen lassen und in welche Richtung sie jetzt zeigen, ob in Richtung Baden oder in Richtung Wasserqualitätsveränderungen, wie Ralf Steg es mit seinen Lurie Water Systems, mit der Pilotanlage ja jetzt macht. Und man muss auch sehen, der Mann hat jahrelang gegen heftigste Widerstände für dieses Projekt gekämpft. Also da wirklich eine Prognose zu geben, ist einfach schwierig, gerade bei der Stadtpolitik. In Berlin wurde schon sehr viel gemacht in den letzten Jahren, aber meiner Meinung nach viel zu wenig. Also Berlin ist ja die Hauptstadt eines der reichsten Länder der Erde. Und wenn wir da immer über irgendwelche Umweltverschmutzungen in Brasilien schimpfen oder im Kongo, dann finde ich, dann sollten wir aber auch mal mit einer Vorbildfunktion vorangehen. Und wenn man überlegt, dass eigentlich die Reinigung der Spree irgendwie so viel kostet wie 2, 3 Einkaufscenter, von denen es ja in Berlin viel zu viele gibt, dann wäre das doch eigentlich eine Geschichte, die man auch mal schnell durchziehen könnte. Das Problem besteht jetzt nämlich seit 1870, das heißt seit 140 Jahren, und deshalb gibt es für mich auch keine Ausreden mehr. Also jetzt kann niemand mehr behaupten, wir sind da schon dran. Was wird da getan? Wird da genug getan? Also auf Bundesebene leider so gut wie gar nichts. Man versucht sich dann immer aus der Affäre zu ziehen und sagen, die Länder sind ja zuständig. Das stimmt natürlich zu einem Teil, aber gleichzeitig müsste man auf Bundesebene vermeiden, was gegen den Gewässerschutz arbeitet. Also zum Beispiel in der Landwirtschaftspolitik. Es ist gut für die Gewässer, wenn naturnah ökologisch gewirtschaftet wird, mit weniger Düngemitteln, weniger Pestiziden. Und da gibt's von der Bundesregierung aus keine Strategie für den Gewässerschutz. Also zumindest keine, die ich als befriedigend empfinden würde und die ich klar erkennen kann. Faktisch könnte man aber natürlich eine ganze Menge machen. Wenn ich mir das für die Werra anschaue, so für unseren Fluss, habe ich nicht den Eindruck, dass die Bevölkerung genug einbezogen wird. Aber das kann an anderen Stellen anders sein. Also da, für mich ist es nicht ganz transparent, wobei ich natürlich auch sagen muss, die Ebene, in der ich jetzt engagiert bin, also die Bundesebene, ist einfach nicht die zuständige. Mein Eindruck ist, dass es sich im Moment eher auf Expertenebene stattfindet und eben nicht so eine breite Bürgerbewegung oder sowas für saubere Flüsse ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Politiker, die jetzt nicht im Umweltausschuss sitzen, ohnehin vielleicht mit Ökothemen zu tun haben, dass die merken, dass den Bürgern das wichtig ist. Wie es umgesetzt wird,
Das hängt echt am Engagement der Menschen. Da gibt es so eine Art Generationswechsel in der Verwaltung. Also da gibt es die 50 plus, die noch immer sehr vorsichtig sind und die irgendwie noch an einer formalen Beteiligung hängen, also nicht mehr als im Planfeststellungsverfahren wirklich notwendig ist. Und dann gibt es die Leute unserer Generation, die sagen, nee, Demokratie ist anders, Demokratie ist viel offener und partizipativer, lasst uns rausgehen. Also an der Panke ist eine völlig andere Community als am Tegeler Fließ. Und das Tegeler Fließ ist wieder völlig anders als die Wuhle. Also Panke hat zum Beispiel total viele Menschen, die irgendwie interessiert sind. Die Wuhle hat, ich sag mal 50, das sind schon fast Freaks, so, und dann kommt eine Weile nix. Und dann kommen irgendwie Leute, die sagen, ja, ach, die Wuhle ist ja nett, ist ja ein schöner Radwanderweg dran, ne? Völlig anders. Beim Tegeler Fließ ist es so, my home is my castle, also das ist so mein Tegeler Fließ. Und irgendwie so die Landwirte und Naturschützer und alle hängen irgendwie so ein Schildchen dran. Also so mehr so wohnzimmermäßig. Es hat ganz viel mit Identifikation zu tun. So, Gewässer. Die Situation ist ja so, wenn man sich das mal so ein bisschen vergegenwärtigt, prozentuale Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, guter Zustand der Oberflächengewässer nach Fließgewässerkilometern, dann ist es so, dass eigentlich der gute Zustand 2015, der ja vorgesehen ist, nur im höchsten Ausnahmefall an einigen Gewässerstrecken überhaupt erreicht wird. Ich sage mal 15% der Gewässer erreichen das überhaupt. Das ist so ein bisschen schwierig, weil dadurch der Eindruck entsteht, dass überhaupt nichts gemacht wird, was aber so nicht stimmt. Das Problem ist einfach, dass das Ganze in mehrere Komponenten aufgeteilt ist, chemischer Zustand und Zustand der Wasserpflanzen, der Fische und so weiter. Und wenn einer der Komponenten oder ein chemischer Stoff da nicht im Limit ist, dann ist schon der gute Zustand nicht erreicht. Und das macht es ein bisschen schwierig, dann den Fortschritt, der vielleicht auch da ist, zu erzielen. Das Wesentliche ist jetzt aber nicht den Anspruch runterzusetzen und zu sagen, naja, dann können wir es halt nicht schaffen, sondern ein bisschen mehr Zeit sich dann letztendlich auch zu nehmen, ein bisschen mehr auf Verlängerung zu gehen, aber trotzdem natürlich die Maßnahmen umzusetzen und das nicht als Entschuldigung zu nehmen, da gar nichts zu machen. Jeder möchte irgendwie was anderes, ja, und jeder findet seins total wichtig. In der Stadt kann man Naturschutz nicht mit der Brechstange durchsetzen. In der Stadt muss Naturschutz so sein, dass es den Menschen integriert und dass die Menschen irgendwie es gut finden. Sonst hat es keinen Sinn, sonst wird es nicht getragen. Manchmal brauche ich einfach einen Schmerz, damit ich etwas Grundlegendes ändere. Und wir als Menschen machen den Müll da draußen. Wir müssen uns ändern, damit wir das wirklich ändern. Ja, also es ist nicht irgendwie ein Schicksal, sondern das sind wir. Ich denke, dass es wichtig ist, jetzt dieses ganze Thema der Flüsse, der Gewässer, der Umwelt insgesamt nicht einfach nur den Spezialisten zu überlassen, wie ich vielleicht auch einer bin, die alles schon besser wissen, alles vielleicht schon mal besser gelesen haben und sich theoretisch schon ordentlich da mit beschäftigt haben, sondern wirklich auch selber hinzugehen und sich die Situation mal anzuschauen, herauszufinden, was dort gut läuft und was dort nicht gut läuft und den Dingen selbstständig auch mal nachzugehen. Ich glaube, es ist schon mal gut, dass man sich auf den Weg macht und von selber wird das nichts. Da müssen ganz viele Leute schlimm nerven, damit alle politisch Verantwortlichen sich bewegen. Aber die Grundidee und die Kriterien, die man sich gesteckt hat, sind total gut. Politik reagiert natürlich auf Druck von allen möglichen Seiten und da ist es gut, eben Druck für bessere Lebensbedingungen, auch für Gewässer, für die Lebewesen, die da drin und außenrum leben, zu sorgen. Also zu zeigen, dass das Thema wichtig ist und da ist der Big Jump auch wichtig.
Ja, der Big Jump, der große Sprung, der Grande Salto, die Cappuccino, hat ganz viele Namen bekommen inzwischen, der Big Jump, ist so ein Event, wenn man sagen kann, was dafür sorgen soll, dass sich mehr Menschen mit der Qualität, der Wasserqualität unserer Flüsse auseinandersetzen. Wasser darf nicht baden gehen, du schon. Denn zum Big Jump 2012 sollen am Europäischen Flussbadetag möglichst viele Menschen in Seen und Flüsse springen, um zu zeigen, wie wichtig der Schutz der europäischen Gewässer ist. Hier hereinzuspringen, ja, weil es halt nicht so schön ist, ein bisschen eklig das Wasser, kann man schon sagen. Der Big Jump hat auch noch eine andere Dimension in seinem Wort, nämlich ein großer Sprung von der Qualität der Flüsse im Jahre 2000, 2002, 2005, zu Beginn der Wasserrahmenrichtlinie zu sauberen Flüssen in 2015 zu kommen. Also ein Zeitsprung und ein Qualitätssprung. Dieses weiße Kostüm soll Schutzkleidung darstellen, weil wir meinen, dass unsere Flüsse insgesamt in Europa und in Deutschland noch zu doll verdreckt sind und wir eben nur mit Schutzkleidung reingehen, um dann zu warnen und zu sagen, unsere Flüsse müssen sauber werden, damit wir endlich ohne so Schutzkleidung reingehen können. Sehr geehrte Frau Quastorf, im Rahmen der Big Jump Challenge, so heißt das, was wir da machen, möchten wir mehr über die Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie im Gebiet der Sieg erfahren. Wir müssen das uns vor Ort angucken, dass wir nicht da reingehen, wo die Strömung sehr stark ist. Aber ich denke, wir können bis zur Hüfte ins Wasser gehen und könnten uns dann an so einer Stelle zum Beispiel einmal fallen lassen oder einmal untertauchen. Ich persönlich glaube, ich kenne niemanden, der jemals in der Eise schwimmen gewesen ist. Es kommt einem einfach nicht in den Sinn. Es ist nicht mal explizit Ekel, sondern einfach nur so, dass, ja, wieso sollte man denn in der Eise schwimmen gehen? So, ja. Von der Behörde habe ich die ganzen Entnahmestellen, wo sie Proben entnehmen, bekommen. Die Alster in einen natürlichen Zustand zu bringen, wäre zum Beispiel unmöglich, weil sie halt in einer Stadt ist und natürlicher Zustand ist halt so, wie man ihn irgendwo halt vorfindet in der Natur, und das ist hier halt nicht möglich, einfach dadurch, dass es Einfluss von den Menschen gibt und von der Industrie und so weiter. Wir haben uns für die Stelle entschieden, eigentlich weil die Umweltbehörde uns das empfohlen hat als schöne Badestelle. Als ich 2 Wochen später mal hier war, fand ich es nicht ganz so hübsch, weil hier erstens ziemlich viel Entenkot und Gänsekot rumliegt und die Steine am Wasser sind alle sehr algig. Das heißt, wenn man reingeht und ausrutscht, dann schlagt man halt mit dem Kopf auf Steine, ist auch nicht so wunderschön. Und an dem einzigen kleinen Stück Sandstrand da hinten haben wir eine Spritze und diverse Glassplitter gefunden. Das war auch kein besonders befürwortender Grund, hier zu springen. Außerdem springen wir nicht, weil das nicht quasi gestattet ist, zum Sprung aufzufordern, weil wir nicht genau einschätzen konnten, wie viele Leute wir werden. Wenn wir also, sagen wir, 500 Leute sind, dann hätte man, wäre das Risiko zu hoch gewesen, dass da sich irgendjemand verletzt, und wir hätten halt DLRG anfordern müssen, und zwar mit ziemlich vielen Menschen, und um die ganze Stelle hier zu sichern. Ja, deswegen haben wir uns dafür entschieden, eher einen Flashmob an Land und einen symbolischen Sprung zu machen. Wir sind jetzt hier am Schwanenwieg. Und wir springen dann hier unten quasi symbolisch an Land auf einer Brücke. Es nennt sich nicht mehr Big Jump, sondern Flashmob, ohne Wasser kein Spaß, weil wir, wie gesagt, nicht springen dürfen. Und deswegen haben wir quasi einen Kostümwettbewerb ausgerufen. Das heißt, alle Leute sollen möglichst zu dem Thema sich verkleiden, was halt in Badehose geschehen kann, genauso gut wie als Cowboy mit Wasserpistole, der ja ohne Wasser keinen Spaß hat, als auch, ich weiß nicht, als Fisch, Wassertropfen, wie auch immer. Das wollen wir halt machen, und dann um 15 Uhr alle gemeinschaftlich hochspringen einmal und als symbolischen Jump eventuell auch mit Kreide noch so einen kleinen Fluss oder so auf die Brücke malen. Wir wollen hier mit einer von uns einfach festgelegten Zahl von ca. 400 Teilnehmern eben mal ein relativ großes Event starten,
was eben als Thematik die Oder hat, die ja unsere gesamte Region durchstreift. Wir wollen natürlich die Gelegenheit nutzen, da die Oder ein Grenzfluss ist, eben auch ein Zeichen zu setzen, dass man solche Sachen nicht einseitig machen sollte, sondern dass alle betroffenen Länder da gemeinsam einen Weg finden sollten. Und aus diesem Grunde haben wir eben beschlossen, daraus mal ein deutsch-polnisches Projekt zu machen. Das ist also auch wirklich ein Versuch, dieses Projekt, ob wir damit Menschen erreichen können. Als Rahmenprogramm haben wir natürlich einmal vor allen Dingen eben diese Picknickgeschichte deshalb hervorgehoben, weil wir gesagt haben, dieser Platz hier bietet sich einfach zum Entspannen an. Das soll also die Grundeinstellung der Menschen sein. Dazu machen wir jetzt zwischendurch ein bisschen kulturelles Programm. Weiterhin wollen wir auch eine einfache Erläuterung, was die EU-Wasserrahmenrichtlinie überhaupt ist und beinhaltet. Ebenfalls in Deutsch und Polnisch als Vortrag in unserem Konferenzraum dort machen. Wie habt ihr versucht, Springer anzusprechen? Das haben wir getan durch persönliche Kontakte in den verschiedensten Schulen bis nach Berlin, durch Plakatierung in den Schulen, über die Nutzung von E-Mail-Kontakten. Wir haben auch bei Facebook eine Veranstaltung eingerichtet, um da auf uns aufmerksam zu machen. Der Veranstalter, also der Verein zur Förderung Europa-integrativer Kontakte, hat dafür extra nochmal ein neues Profil bei Facebook eingerichtet, um eben auch über den Weg dieser neuen Medien tatsächlich die Jugendgruppen oder diese Zielgruppen anzusprechen, auf die man es eigentlich abgesehen hat. Bei Viva Con Agua geht es schon seit 2 Monaten immer mal wieder durch den Verteiler, so ach übrigens, dann und dann ist Big Jump. Dann bei CISV, die organisieren halt das Workshop-Wochenende, deswegen können sie natürlich mit den Kindern dazu arbeiten und machen auch Kostüme und eventuell Plakate oder so noch. Dann halt Videoflyer, die wir gedreht haben. Das ist eigentlich die beste Art und Weise, Leute zu erreichen im Internet, indem man Videos hochlädt. Cut! Um 16 Uhr findet hier der große Big Jump statt mit Fernsehen. RBB ist dabei. Wer mitmacht, wird zum Essen eingeladen und bekommt ein T-Shirt geschenkt. Also ein ganz spezifisches Problem ist natürlich an sich überhaupt erstmal die Motivierung der Bevölkerung, an so einer Sache teilzunehmen. Wir wollen mit euch oder mit Ihnen heute eine Welle der Aufmerksamkeit erzeugen, also dass wir einige Schritte ins Wasser gehen, um diese Welle zu erzeugen, um zu zeigen, ja, auch uns ist unser Gebiet, unsere Region, unser Oderbruch nicht egal. Ist eine tolle Sache, natürlich mit der Gefahr, dass ihr uns jetzt hier die ganzen Leute wegzieht. Das wollen wir ja nicht. Wir haben hier um 16 Uhr nämlich noch das Akkordeonorchester. Trotzdem wird es den einen oder anderen geben, der auch unbedingt dahin kommen möchte. Wir haben hier auch noch in dieser Region ganz viele andere Probleme, dass es nicht unbedingt für jeden Einwohner in der Region zwingend notwendig ist, sich auch um diese Erfüllung der Wasserrahmenrichtlinie zu kümmern. Es ist einfach schwierig, dass man keine genauen Zahlen hat, dass man weiß, die und die kommen definitiv. Wir haben natürlich für 400 Leute das Essen bestellt. Wenn die ersten kommen, wirkt das sofort für mich wie Koffein, dann ist alles gut und schön. Jetzt ist einfach dieser spannende Moment zu sehen, kommen sie nicht, wenn sie kommen, was kommt, wie viele kommen, wie sind sie drauf und wie wird der ganze Tag dann letztendlich tatsächlich anlaufen. Denn das wissen wir ja alles noch nicht. Ich denke mal, wir waren was zwischen 20 und 30 Leuten, was ja jetzt nicht so eine große Differenz zu den angesetzten 400 war. Wenn mir jemand vor 3 Tagen noch erzählt hätte, dass ich mit ins Wasser gehe, hätte ich lautstark gelacht. Big Jump 2012 an der Oder. Wir sind dabei. Jawohl! Ja, wirklich zum ersten Mal. Wie war's?
Gut, es hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist ein bisschen kalt gewesen, aber es ging ja nach einer Zeit. Ein bisschen schmutzig. Also so sauber ist es dann doch. Also, naja. Ich würde es wieder machen dieses Jahr. Wäre natürlich schön, wenn ich in Zukunft hier sauberes Gewässer habe, dass ich jeden Morgen ohne mir um meine Gesundheit Sorgen machen zu müssen, einfach reinspringen kann, nach einer schönen Runde laufen. Zeigt, dass euch die Wasserqualität nicht egal ist, dass alle mitmachen. Wäre total toll, wenn sich nächstes Jahr oder beim nächsten Mal viel mehr Leute dazu finden, sodass wir die ganze Uferpromenade hier lang bekommen und alle gleichzeitig ins Wasser springen. Leute stehen jetzt die Bahnhofsmission. Hier stehen immer so viele Leute. Was bewirkt dieser Big Jump so? Aufmerksamkeit erregen. Bei wem? Zur Gewässergüte. Wassergüte? Auf alle Fälle bei der Bevölkerung hier offensichtlich. Ja, und wenn es dann doch bundesweit ist, führt das vielleicht doch ein bisschen zum Umdenken. Wenn man eine Begleitveranstaltung macht, wenn man vielleicht die Woche vorher oder einen Tag vorher oder auch danach dafür sorgt, dass Begleitinformationen in angenehmer, gut verständlicher Form aufgearbeitet werden und angeboten werden, dann ist natürlich die Reichweite größer. Dann kann man vielleicht auch Druck erzeugen, eben auf die Behörden. Dann kriegten wir so ein kleines Problem, dass wir zwei verschiedene Genehmigungen hatten. Auf der einen Genehmigung waren wir auf der einen, bei der anderen auf der anderen Straßenseite. Deswegen mussten wir uns natürlich trennen, haben den Infostand da belassen dürfen, wo wir ihn schon aufgebaut hatten. Und haben dann den eigentlichen Big Jump auf der anderen Straßenseite gemacht. Die ganzen lustig Verkleideten, die dann da irgendwie mit Wasserpistolen sich bespritzt haben und in so Planschbecken gesprungen sind und Enten geangelt haben halt auf der anderen Straßenseite. Es kamen ein paar Leute, die uns dann fragten, was wir überhaupt hier machen und ob wir was verkaufen und was das genau soll. Die waren dann aber meistens schon zufrieden mit der Antwort, das geht um Gewässerschutz, und sind dann weitergegangen, weil sie halt einkaufen wollten am verkaufsoffenen Sonntag. Von daher die wirkliche Information, weshalb wir hier stehen, was die Probleme der Alster sind, das hat dann eigentlich weniger Leute interessiert, leider. Ja, und da sind wir wieder. Also nachdem die ersten Emotionen ein bisschen abgeebbt sind und man überlegt hat, woran es denn gelegen haben könnte und auch eine Menge Fehler gefunden hat, hat sich eigentlich schon auf der Heimfahrt damals am 16. entschieden, dass wir diesen Flop nicht auf uns sitzen lassen werden und dass wir einfach ganz spontan dann mal eben noch einen zweiten Jump versuchen werden zu machen. Und kamen dann auch schon auf dieser Fahrt auf die Idee, dass vielleicht dieser Platz hier dafür eine gute Stelle sein würde, weil der eben auch gut besucht ist. Was ganz wichtig ist, was ich auf jeden Fall erkannt habe heute, ist, dass man einen Weg findet, leicht an die Leute ranzukommen. Das heißt, am leichtesten kommt man ran, wenn sie nicht zu einem hinkommen müssen, sondern wenn man zu ihnen kommt. Also sich Stellen sucht, wo die Menschen sowieso sind, obwohl viele Menschen hier mitgemacht haben, aber wir hätten 3-mal so viel haben können von der Anzahl her. Und das ist auch noch so eine Sache, die mich schon sehr beschäftigt, warum Menschen so ein Desinteresse haben. Das also Sachen, sie wollen selbst im sauberen Wasser baden, aber sind nicht bereit, eine 5-Minuten-Aktion mitzumachen. Oder sind sie vielleicht auch nicht bewusst über die Wirkung, die sie haben können. Also vielleicht ist es doch einfach schwierig, diese Information oder auch diese Möglichkeit, die die Menschen haben, durch einen Zusammenschluss, das rüberzubringen im Vorfeld. Das ist wahrscheinlich das Schwierige daran. Bravo!
am Tag danach irgendwie dann mich Leute darauf angesprochen, von wegen, ich habe doch da in der Zeitung irgendwas gelesen, wart ihr das nicht? Und dann war ich dann irgendwie schon, habe ich denen erklärt, worum es ging, und dann waren sie sehr überrascht, dass man mit so wenig Einsatz oder Zeiteinsatz, den ich an dem Tag zumindest da investiert habe, doch irgendwie ein Feedback kriegen kann und dass Leute dann doch das irgendwie mitkriegen. Ob sie das dann unterstützen oder nicht unterstützen, ist ja noch eine andere Frage, aber zumindest, dass man eine Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich finde es auch schon mal toll, was wir überhaupt erreicht haben. Ich meine, wir hatten die ganzen Kinder da, und wenn die das dann weitertragen, zum Beispiel in ihre Klassen oder so, wenn die sagen, ja, ich war da am Jungfernstieg und wir sind da ins Wasser gesprungen für den Gewässerschutz, dann ist das ja auch schon mal was Tolles, was wir erreicht haben, dass wir einfach mehr Leute für dieses Thema sensibilisieren und die sich auch dafür interessieren. Ich denke, dass der Lerneffekt auch ist, wenn einem was wichtig ist, zum Beispiel sauberes Wasser in den Flüssen oder die Erhaltung eines bestimmten Ökosystems, dass man sich mit relativ einfachen Mitteln dafür einsetzen kann, dass man Kontakt herstellen kann zu so einem Ministerium, was letztlich für die Umsetzung zuständig ist, dass man so eine Aktion organisieren kann, da andere Leute mit einbinden kann, die sich vielleicht sonst nicht dafür interessiert hätten. Und letztlich dann eben auch das gemeinsame Erlebnis, das zu machen. Und da denke ich auch eine Menge Spaß bei. Ich glaube, man kriegt dann eben zu so einem Ort, zu der Sieg jetzt in diesem Fall, zu der Badestelle oder der Bademöglichkeit auch eine ganz andere Beziehung, wenn man sich da selber über einige Wochen hinweg für eingesetzt hat und so ein Projekt organisiert hat. Heute nach der Aktion kann ich halt sagen, wir werden es mit Sicherheit bis 2015 machen, weil wir eben also auch schon diese Entscheidung gefällt haben, auf jeden Fall daraus mindestens 2 Sachen zu machen, nämlich immer ein Projekt als Bildungsarbeit und ein Projekt eigentlich als Spaßgeschichte, weil nur so kriegt man die Massen bewegt. Und letztendlich ist es egal, wie man die Massen an dieses Thema ranbringt, wenn sie eben einfach diese Abkürzung EU-WRRL zum Beispiel danach schon deuten oder interpretieren können, ist es ein erster Erfolg. Also ich finde Flussschwimmen um einiges schöner, weil du hast rundherum die schöne Natur. Du weißt, dass um dich herum auch Tiere schwimmen, dass alles lebt. Für mich ist ein Fluss ein öffentlicher Raum. Es kann ja nicht sein, dass ein Fluss sozusagen abgetreten worden ist an eine Wasserschifffahrtsbehörde zum Beispiel, die zwar das Management des Flusses übernehmen, aber nur das Management. Und das eigentlich tun für uns. Ja? Also die Bürger sollten nicht vergessen, dass die Flüsse ihnen gehören und niemand anderem. Versöhnung, Rückeroberung und dann natürlich auch, weil was man liebt, schützt man, was man nicht liebt, schützt man nicht. Der Begriff, den Politikern das Wasser reichen, das finde ich sehr gut. Das ist nicht nur jetzt bezogen auf das, was ihr uns da serviert habt, sondern auch in Bezug auf Politik. Also wer anders als ihr sollte der Politik das Wasser reichen. Wir sind diejenigen, denen man auf jeden Fall das Wasser reichen kann. Danke. Den Dreck, den wir heute in die Elbe ablassen, haben wir morgen wieder in den Suppentassen. Das hat Gerhard Gundermann mal gesungen. Und genauso ist es nämlich. Also wir, ne? Nicht bloß die Behörden, sondern wir. Die Behörden sind ja im weitesten Sinne auch wir.